Heute mal wieder ein kleines Unboxing-Video. Als kleinen Helfer für die Werkstatt habe ich mir einen Bauelemente-Tester bestellt. Die wenigen Bewertungen, die man findet, sind sehr durchwachsen. Darum will ich mir selbst ein Bild davon machen. Grundlage ist eine Entwicklung eines deutschen Amateurs. Die findigen, geschäftstüchtigen Chinesen haben das aber schnell für sich entdeckt und fertige Geräte auf den Markt geworfen. Ob sie sich dabei die Erlaubnis vom Entwickler eingeholt haben, das weiß ich nicht. Herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt. Sehen wir uns zunächst mal den Inhalt an. Da haben wir zum einen natürlich das Gerät. Hier oben ein kleines Display, darunter die Fassung für die zu messenden Bauelemente. Dazu gibt es aufsteckbar diese Schaltkreisfassung. Das Ganze ist aber eine sehr wackelige Angelegenheit. Für die Bauelemente, die nicht in die Fassung passen, gibt es 3 Anschlussleitungen mit Klemmen. Die Bedienungsanleitung ist recht knapp gehalten. Normalerweise sollte sich das Gerät aber auch von selbst erklären. Auch mit dabei die 9 Volt Batterie. Es gibt die Geräte auch mit eingebautem Akku, der sich dann über USB aufladen lässt. Mein Problem mit den Akkugeräten ist immer, ich weiß nicht, ist es ein Spezialakku, lässt er sich austauschen oder habe ich nachher das gleiche Problem wie mit der elektrischen Zahnbürste, dass man ein funktionsfähiges Gerät wegwirft, nur weil der Akku keine Kapazität mehr hat. In dem Fall sind mir die batteriebetriebenen Geräte dann doch lieber. Mit dem Gerät soll man Bauelemente erkennen und messen können. Wer jetzt für 25 € aber ein hochpräzises Messgerät erwartet, der wird mit Sicherheit enttäuscht werden. Für mich soll es einfach nur ein Tester sein, um schnell feststellen zu können, ob ein Bauelement noch in Ordnung ist. Zum Anschließen gibt es die Anschlüsse 1, 2, 3. Die wiederholen sich dann hier immer wieder. So kann man verschiedene Bauformen vernünftig anschließen. Das Gerät soll also erkennen, um was für eine Art Bauelement es sich handelt und auch die Anschlussbelegung. Und das gilt dann für Widerstände von 0,5 Ohm bis 50 Megaohm, Induktivitäten von 0,01 Millihenry bis 20 Henry und Kapazitäten von 25 Picofarad bis 100.000 Mikrofarad. Darüber hinaus noch Dioden und Transistoren, sowohl bipolar als auch Feldeffekt. Sollten am Anfang hier irgendwelche chinesischen Schriftzeichen erscheinen, dann muss man zunächst mal die Sprache richtig einstellen. Dazu schaltet man das Gerät ein. Und wenn das Logo erscheint, drückt man jetzt etwas länger auf die Test-Taste. So kommt man jetzt in das Sprachmenü. Es gibt nur 3 Möglichkeiten zur Auswahl. Chinesisch, das zweite wahrscheinlich Japanisch, keine Ahnung. Oder Englisch, das ist das, was ich noch am ehesten verstehe. Jetzt einfach wieder etwas länger auf die Test-Taste drücken, damit die Einstellung gespeichert wird. Er macht jetzt gleich einen Test. Ja, und er sagt No, Unknown or Damaged, also kein Bauelement, unbekannt oder beschädigt. Ist ja logisch, denn es war ja nichts angeschlossen. Für die ersten Tests werde ich jetzt mal eine Reihe passiver Bauelemente zusammenstellen. Beginnen wir mal ganz einfach mit einer Reihe von Widerständen. Der erste hat so dicke Anschlussdrähte, die kann ich hier direkt einführen. Na, er überlegt ganz schön lange. 1,03 Ohm, laut Aufdruck 1 Ohm. Ist also ganz in Ordnung. Wie man sieht, läuft hier ein Countdown runter. Das Gerät schaltet sich dann nach ca. 35 Sekunden von selbst wieder ab. Bei den dünneren Anschlüssen benutze ich dann lieber diese Fassung, auch wenn die hier ziemlich wackelig sitzt. 12,9 Ohm, 12,5 sollten es sein. Ist also auch noch innerhalb der Toleranz.
2161 Ohm, 2,2 Kiloohm ist der Aufdruck. So, der nächste hat offiziell 130 Kiloohm. Mal sehen, was er daraus macht. 129 Kiloohm. Ja, auch noch innerhalb der Toleranz. So, und jetzt mal einen etwas höheren Wert. Mal sehen, ob er damit auch noch klarkommt. Nein, erstmal sagt er nichts. Ich war auch im falschen Anschluss drin hier. So, versuchen wir es nochmal. Es ist immer nicht ganz so einfach hier mit der Fassung. (14,19 Megaohm). Eigentlich 10 Megaohm, da liegt da etwas daneben. Naja, eine größere Genauigkeit kann man wohl nicht erwarten. Als nächstes ein paar Kondensatoren. Fangen wir mal ziemlich weit unten an der Grenze des Messbereichs. 38 Picofarad, 39 steht drauf, kommt also ganz gut hin. Als nächstes mal so ein Folienkondensator. (10,02 Nanofarad). Ja, sieht ganz gut aus. Dann diese Arbeiterfahne. (64,9 statt 68 Nanofarad). So, dann kommen wir zu Elektrolytkondensatoren. Der hat laut Aufdruck 10 Mikrofarad, 10,26, also nicht schlecht. Und zum Schluss noch ein etwas größeres Teil. Da muss man ein bisschen länger überlegen. 10,65 Millifarad, also 10.000 Mikrofarad, wie es auch drauf steht. Ganz wichtig beim Messen von Kondensatoren natürlich, die Dinger muss man vorher entladen. Nicht nur um das Ergebnis nicht zu verfälschen, sondern auch um das Gerät nicht zu zerstören. Ja, und als nächstes soll er ja auch Induktivitäten erkennen und messen. Ich habe hier mal so eine kleine Drossel. Laut Datenblatt hat die einen Wert von 33 Mikrohenry. Gut, er erkennt, dass es eine Spule ist. 0,03 Millihenry. Größer ist die Auflösung nicht. Wir sind ja so ziemlich am unteren Bereich dessen, was er messen kann. Und hier haben wir nochmal unsere Spule, unsere Schwingkreisspule aus den Versuchen mit den Sinus-Oszillatoren. (0,33 Millihenry). Müsste ich jetzt mal nachrechnen, ob das übereinstimmt mit der Frequenz, die wir gemessen haben an unseren Oszillatoren. Dann kommen wir mal zu den Halbleitern. Als erstes eine einfache Germanium-Spitzendiode. Hat er keine Probleme mit.
So, hier habe ich jetzt mal eine Germanium-Photodiode. Und die erkennt er als Kondensator, nicht als Diode. Wir versuchen es nochmal ohne Licht. Er bleibt dabei, also eine Photodiode erkennt er nicht so richtig gut. Ja, das nächste ist eine ganz normale Silizium-Gleichrichterdiode. Ja, okay, Flussspannung 0,65 Volt ist soweit in Ordnung. Hier nochmal so eine kleine Mini-Plus-Diode. Ja, erkennt er als Diode. Was er nicht erkennt, ist, dass es hier eine Z-Diode ist mit 5,1 Volt Z-Spannung. Hier mal eine etwas größere Z-Diode. Die erkennt er jetzt als doppelte Diode, könnte man ja als Z-Diode interpretieren. Allerdings die zweite Flussspannung, das müsste ja die Z-Spannung sein, liegt mit 3,74 Volt doch ziemlich daneben. Also das ist auch eine 5,1 Volt Z-Diode. Da ist er dann nicht so exakt. So, was macht er mit so dicken Dioden hier, mit richtig großen, fetten Gleichrichterdioden? Die kriege ich ja so ohne weiteres hier nicht angeschlossen. Dazu brauche ich diese Klemmen. Die zweite Anschlussklemme, die muss ich sogar noch mit der Hand dran halten. Gut, hat er aber kein Problem mit. Und als letztes noch die Frage, was macht er denn bei einer Leuchtdiode? Auch die erkennt er zumindest als Diode mit einer Flussspannung von 2,11 Volt, was ja schon auf eine Leuchtdiode hindeutet. Scheint also auch zu funktionieren. Also echte Probleme kriegt er bei Z-Dioden und offensichtlich auch bei Photodioden. So, jetzt werden die Bauelemente dreibeinig. Als erstes ein guter alter Germanium-Transistor aus russischer Produktion. Erkennt er als PNP-Typ. Stromverstärkung 84 könnte hinkommen. Jetzt ein Kleinleistungs-Niederfrequenz-Transistor aus Silizium. Ja, NPN-Typ, Basis in der Mitte, das ist bei den meisten von diesen Mini-Plus-Transistoren so. Stromverstärkung über 500, kommt ganz gut hin. Stromverstärkungsgruppe F sollte über 450 liegen. Dann das gleiche, allerdings als PNP-Type. Und auch das erkennt er korrekt. So, hier ein Hochfrequenztransistor, SF245. Und hier muss er jetzt erkennen, dass die Basis nicht in der Mitte liegt, sondern einer der beiden äußeren Anschlüsse ist, also jetzt nicht auf Anschluss 2 sein kann. Gut, er erkennt, dass die Basis an Anschluss 1 ist, aber er erkennt auch eine Diode zwischen Kollektor und Emitter und das ist definitiv nicht richtig. Macht ja auch irgendwo keinen Sinn. Trotzdem misst er eine Stromverstärkung von 71. Nehmen wir mal noch einen anderen aus der Kiste.
Tja, das gleiche. Irgendwie scheint er mit diesem Typ Transistor ein Problem zu haben. So, der nächste Sprung ist dann so ein Leistungstransistor. Erstmal wieder der Germanium-Typ, dazu muss ich aber wieder die Klemmen anschließen. Da hat er jetzt echt ein Problem. Ein Sperrschicht-FET ist das garantiert nicht. Wenn wir das Ganze nochmal versuchen. Nee, also hier hat er echt ein Problem mit der Erkennung. Dann nehmen wir mal noch einen anderen Typ. Mal sehen, ob das eine grundsätzliche Krankheit ist oder ob es vielleicht an dem Exemplar liegt. Den erkennt er richtig. Ja, also mit der Erkennung klappt eben nicht immer ganz hundertprozentig. So, das nächste sind dann Silizium-Leistungstransistoren. Da haben wir einmal den NPN-Typ. Ja, erkennt er. Und das gleiche gibt es auch als PNP. Und auch den erkennt er korrekt. So, dann nehmen wir nochmal so einen großen Leistungstopf. Den damals sehr beliebten KU607. Ein Silizium-NPN-Typ. Schauen wir mal, was er daraus macht. Erkennt er, wobei die Stromverstärkung von 11 kommt mir nun schon ein bisschen sehr klein vor. Diese Leistungstöpfe haben zwar keine sehr hohe Stromverstärkung, aber naja, ist mir ein bisschen wenig. Ja, mal sehen, was er hier draus macht. Erkennt er als zwei Widerstände. Das sind definitiv keine Widerstände. Wir probieren es nochmal. Ja, also das kennt er nicht, denn das ist ein Thyristor. Damit kommt er offensichtlich nicht klar. War aber auch in der Beschreibung nicht versprochen. Zum Schluss noch ein kleines Testfeld mit Feldeffekttransistoren. Der erste ist ein BF256C. Und den erkennt er als Sperrschicht-FET N-Kanal, was auch richtig ist. Zweiter im Test, ein ZVN 2110A. N-Kanal Enhancement Typ, also Anreicherungstyp. Ja, mit der Schutzdiode ist auch okay beim MOSFET. Ist also auch okay. Und der dritte
Das ist der ZVP 2106A. Und den erkennt er als P-Kanal, Anreicherungstyp. Und auch das ist korrekt. Ziehen wir eine kurze Schlussbilanz. Auf die Messwerte sollte man sich nicht immer unbedingt verlassen, aber das war ja schon von Beginn an klar. Die Bauelementeerkennung funktioniert in den meisten Fällen ganz gut, aber nicht hundertprozentig. Das kann schon mal am einzelnen Exemplar liegen, aber auch hier besteht in Ausnahmen die Regel. Dass solche Geräte mitunter bei jedem Versuch etwas anderes anzeigen, konnte ich nicht nachvollziehen. Der Tester blieb auch bei mehreren Versuchen bei seiner Meinung. Ich vermute, dass die sowas geschrieben haben, einfach auch Probleme mit dieser wackeligen Fassung hatten. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Als kleiner Schnelltester ist er durchaus geeignet. Das hilft zum Beispiel, wenn einer von den unbedruckten Transistoren mal versehentlich im falschen Fach landen, oder er kann helfen, die Anschlussbelegung zu ermitteln. Ich konnte euch heute nur bei meinen Tests über die Schulter sehen lassen. Ob so ein Gerät für euch Sinn macht, entscheidet ihr besser selbst.